Holy Guacamole. 8 Tage ohne Essen. Das war eine crazy Journey. Unglaublich, dass ich das auch so lange ausgehalten habe. Und ich habe alles für euch aufgenommen. Ab Tag 4 meines Detoxes und auch der Start meines Saftfastens. Das ist nämlich bereits Teil 4. Falls ihr die ersten Teile noch nicht gesehen habt, kann ich es euch nur ans Herz legen, da es schon relativ aufeinander aufbaut. Und im ersten Teil habe ich alles rund um Fasten, Detox, Darmsanierung, Saftfasten erzählt. Im zweiten Teil habe ich meine Morgenroutine, meine aktuelle, oder in dieser Zeit, zu diesem aktuellen Zeitraum, meine Morgenroutine und einfach euch mitgenommen in meinen Alltag, sowie im dritten Teil meine Abendroutine und auch, was ich den Tag über gemacht habe. Ab Tag 4, wurde es ein bisschen ernster. Da fing nämlich Saftfasten an, auch jeden Tag mit einem Einlauf. In diesem Video im Teil 4 meiner Detox-Reise nehme ich euch mit und werde euch täglich kleine Einblicke geben, in dem ich mich gefühlt habe. Ich werde am Ende des Videos ranhängen, was alles tatsächlich rauskam an Darmplaque, an Würmern und Parasiten, und teile mit euch alle Effekte, alle positiven Detox-Effekte, die mir am Ende dieser Detox-Reise aufgefallen sind, und möchte ein paar Vorteile sowie Nachteile mit euch teilen, auch gegen Ende, nachdem ich die kleine Mini-Dokumentation mit euch geteilt habe, und wünsche euch jetzt ganz viel Spaß dabei. Ich bin relativ schlank, also bin nicht die dickste Person, wie ihr seht. Und da kommt so viel raus nach meinem 4. Tag Fasten, wo halt wirklich gar keine Scheiße mehr rauskommt. Also ist schon alles draußen. Das, was jetzt rauskommt, das muss für Jahre in meinem Darm gewesen sein. Und viele haben auch gefragt, wie man das vorbeugen kann oder dass halt Parasiten nicht kommen. Ich glaube, dass unser heutiger Lebensstil es sehr schwierig macht, dass gar keine kommen, da es wie eine Symbiose einfach auch ist. Wir sind halt einfach Hosts, diesen Parasiten. Und okay, mal abgesehen vom Darmplaque, der entsteht halt so, wie, könnt ihr euch vorstellen, wie wenn ihr eure Haare wäscht und eure Haare gehen in die Röhre, und wenn ihr eure Haare nicht rausnimmt, dann verstopft das auch, und so könnt ihr euch das vorstellen mit Darmplaque. Ist klar, dass wenn ihr jahrelang eure Haare wäscht und das immer wieder in die Röhre reinmacht, dass es dann verstopft. Also muss man mal die Röhre komplett durchputzen, was mit einem Detox gerade wir mit den Darm machen. Genauso wie wir Zähne putzen. Es ist nicht von einmal Zähne putzen und dann nie wieder Zähne putzen. Nee, es ist immer wieder, genauso wie mit der Röhre in der Badewanne, die immer wieder gereinigt werden muss oder die Haare rausgenommen werden muss. So ist dasselbe auch mit unserem Darm. Heute ist Tag 5 meines Saftfastens, und gestern war sehr intensiv für mich, weshalb ich auch kaum Videomaterial gedreht habe. Gestern kam sehr viel Altes raus. Also beim ersten Mal war ich schon geschockt, beim ersten Mal Darmplaque. Beim zweiten Mal war es für mich, es war ein ganz komisches Gefühl. Also es war noch ekliger für mich beim zweiten Mal, weil es war richtig alt. Es hat sich auch richtig alt angefühlt. Es hat auch richtig alt gestunken. Also das erste Mal war gar nicht mal so schlimm. Aber das zweite Mal, es hat sich richtig wie ein Loslassprozess angefühlt. Etwas, einem alten Anteil in mir, das gestorben ist. Und es hat mich irgendwie den ganzen Tag total mitgenommen. Auch zu realisieren, was wir alles in uns tragen. Dass wir unsere Röhre, unsere Haare rausnehmen von der Badewannenröhre, unsere Zähne jeden Tag putzen. Aber die Röhre in uns, die
putzen wir nie. Tag 6 endet sich dem Ende zu und gerade fühle ich mich echt gut. Ich habe gemerkt, dass ich auf jeden Fall oder dass mein Körper mehr Saft braucht. Also statt 1 oder 1,5 Flaschen habe ich erhöht auf 2 und merke, dass ich auch dadurch viel mehr Energie habe wieder. Tagsüber habe ich gemerkt, dass ja langsam mein System immer mehr runterfährt. Also ich nicht mehr so viel machen kann, nicht mehr so aktiv wie ganz am Anfang oder wie sonst auch, da ist mein System sonst überfordert und mir manchmal schwindelig wird. Während des Saftfastens noch habe ich mich bereits vorbereitet auf die Phase danach. Und zwar ja wieder das Aneignen vom Essen und die guten Darmbakterien zu fördern durch fermentiertes Sauerkraut, was ich gemacht habe mit Rotkohl, Gurke, Ingwer und Lorbeerblättern, etwas Gewürz. Tag 7 neigt sich dem Ende zu und ich habe mich körperlich noch nie in meinem Leben so leer gefühlt wie jetzt. Ich habe, glaube ich, auch noch nie in meinem Leben so viel entleert wie in dieser Detox- und Fastenphase. Heute war der erste Tag, seitdem ich halt 7 Tage durchgängig halt die Einläufe genutzt habe, wo kein Darmplaque rausgekommen ist. Die ersten 2 Tage war noch normale Scheiße sozusagen. Dann ab Tag 3 Saftfasten kam dann dieser Horrorplaque. Dann 4, 5 und 6 nochmal so eine Portion. Und Tag 7 kam nur ein Parasit raus heute. Ich werde euch die schockierenden Fotos zeigen, damit ihr mal einfach Bescheid wisst, was da in eurem Darm ist. Es ist etwas, was kaum so einer einfach zeigen will. Also viele ekeln sich oder schämen sich und es ist eklig, aber wir haben es alle in uns und es ist wichtig, darüber zu sprechen, vor allem, weil es zensiert wird. In Google findest du nichts über Darmplaque, obwohl unser Darm 80-90% unseres Immunsystems ausmacht. Und vieles wird nicht angesprochen, vieles wird versteckt. Ich will auch gar nicht tiefer reingehen. Es gibt ganz viele Dinge, die in Google verdreht werden oder generell in unserer Gesellschaft, die aber gut sind für unsere Gesundheit oder die uns als gut verkauft werden und schlecht sind, sowas wie zum Beispiel Fluorid. Sonne wird als böse verkauft, ist aber einer der potentesten Energien. Das sind nur ein paar Beispiele, das sind so viele Dinge, wo wir einfach achtsamer in der Welt oder in die Welt schauen dürfen und selber hinterfragen und vor allem erfahrenen Menschen, die es erfahren haben, zu vertrauen, die das verkörpern, was sie preachen, was sie predigen. Und vor allem das Allerwichtigste, die eigenen Erfahrungen zu machen und nicht einfach nur irgendwas glauben, was man irgendwo gehört oder gelernt hat. Aber jetzt zurück zum Fasten. Ich bin sehr überwältigt. Das ist ab Tag 3 an Darmplaque, was aus mir rausgekommen ist, wie ihr seht, mit Würmern und Parasiten. Und ab Tag 8 kam dann zum allerersten Mal fast nichts mehr raus, weshalb ich auch mein Fastenbrechen dann mit gutem Gewissen beenden konnte. Ich hätte nicht gedacht, dass ich so lange durchziehe, beziehungsweise, eigentlich, ich bin schon jemand, wenn ich was starte, dann ziehe ich durch. Aber ich hätte nicht gedacht, dass ich so viel Energie noch habe, nach 7 Tagen ohne Essen. Ich war heute wieder Fahrradfahren, habe wieder Sonne getankt am See. Und natürlich, mein Körper hat enorm runtergefahren. Enorm. Aber nach 7 Tagen, immer noch, so wie ich gerade aussehe, Energie zu haben, um zu sprechen und keine Ahnung, Sachen zu machen, ist schon eine sehr, sehr spannende Erfahrung, da es auch für mich das erste Mal ist. Dennoch merke ich, dass es
ja schon auch an meine körperlichen Grenzen einfach geht. Ich habe einfach in den letzten Tagen sehr, sehr oft schwarz vor Augen gesehen, also Schwindelanfälle. Ja, was selbstverständlich oder was verständlich ist, wenn ich halt einfach immer noch so aktiv bin und aber der Körper gerade extrem runterfährt. Und ja, da durfte ich mir auch mehr Ruhe gönnen, was ich mir dann auch ja, gegönnt habe, mir Zeit für mich genommen habe. Ich sage euch ehrlich, mein Körper und mental, ich könnte safe noch ein paar Tage durchziehen und ich weiß nicht, aber noch eine Weile. Aber ich merke, das ist so wieder aus dem Ego. Also wenn ich jetzt wirklich durchziehen würde, weitermachen, weiter, das wäre so aus dem Ego, mir selber zu weisen, ey, so easy, ich kann es machen. Aber ich merke, ja, dass es für meinen Körper gerade aber genug ist, dass 7 Tage fürs erste Mal ein enormer Erfolg ist und dass ich darauf aufbauen kann. Und ja, da ich sehr auch von meiner Intuition geleitet bin, möchte ich da auch nicht mein Ego noch mehr pushen, indem ich irgendwie ja noch mehr an mein Limit gehe, sondern ja auf das hören, was gut für mich und meinen Körper gerade ist. Und ich merke, dass ja, es wieder langsam Zeit ist, wieder etwas zu essen und natürlich Step by Step. Also der Darm darf sich erstmal wieder ja, an die Nahrung gewöhnen und ich fange erstmal an, die ersten Tage Früchte, raw und vor allem auch viel Fermentiertes zu essen, um die ja, Probiotika, die gesunden Darmorganismen und Darmbakterien in meinem Darm zu fördern und zum Wachstum zu bringen. Und ja, ich werde auf jeden Fall öfter es machen und Leute nur weil wir jetzt so viel Dreck und sowas in uns haben und weil ich schon ein ich würde schon sagen, bewusster und gesunder Mensch bin, heißt nicht, dass ich jetzt nie wieder Zucker und Getreide essen werde. Also ihr könnt euch vorstellen, wenn ihr ein Haus habt, ein richtig schönes Haus, dann habt ihr auch Lust, ein paar Mal eine Hausparty zu schmeißen, auch wenn ihr danach sauber machen müsst. Aber ihr habt auch nicht Lust, jeden Tag eine Party zu schmeißen, weil ihr jeden Tag sauber machen müsst. Und es ist einfach anstrengend. Und genauso ist es mit dem Körper. Du willst nicht jeden Tag irgendwie Scheiße essen, weil es halt einfach ja, überlastend ist für deinen Körper, für deinen Darm. Aber ab und zu sich mal was zu gönnen. So, wir sind hier auf der Welt, um zu leben, um Spaß zu haben. Und deswegen, also es war auf jeden Fall eine sehr, sehr spannende Erfahrung. Und ich kann es wirklich nur jedem ans Herz legen. Wie in allen Videos habe ich meinen Detox, den ich gemacht habe, in der Beschreibung verlinkt. Kann ich wirklich nur vom Herzen empfehlen, obwohl ich wirklich ja schon viel Ahnung hatte in dem Bereich, was Intermittent Fasting, Ernährung angeht, konnte ich echt mega viel noch dazu lernen. Und die beste Investition sind wir selbst oder ist in uns selber. Deswegen habe ich mir auch Bio gegönnt bei meinem Fastenbrechen. Oh Gott, ich habe mich so hart gefreut und das teile ich jetzt mit euch. Ich breche mein Fasten. Darauf habe ich 8 Tage gewartet. Ich breche es mit Heidelbeeren und Kirschen. Ja, einfach um mein System ein bisschen zu entlasten oder langsam dran zu gewöhnen und dann morgen auch dann wieder mehr ein bisschen fermentiertes Raw. Aber heute nur Früchte und ja, ich freue mich immer so hart. Lass mich erstmal etwas Dankbarkeit in mein Essen bringen, um die Frequenz zu erhöhen und so mehr Bewusstsein zu schaffen. Meine erste Heidelbeere, mein erstes Essen seit 8 Tagen. Ich glaube es nicht. Ich glaube es echt nicht. Ich habe es so lange durchgezogen.
Oh mein Gott, das ist so intensiv. Ciao. Boah. Wow. Oh mein Gott, ich heul gleich. Also ich nehme mein Essen sowieso immer sehr intensiv wahr. Also ich bin ja ein sehr sinnlicher Mensch. Aber Alter, oh mein Gott, nach 8 Tagen. Boah, sind deine Sinne nochmal krass viel sensibler. Ich bin richtig nervös. Ich bin voll aufgeregt. Wow. Ich bin so dankbar. Für all meine Sinne. Für all dieses wundervolle Essen, leckere Essen, was es gibt. So gut. Einen Moment der Achtsamkeit mit euch zu teilen, Leute. Habt ihr gewusst oder ist euch je aufgefallen, dass eine Heidelbeere innen drin aussieht wie eine Blume? Weiß nicht, ob ihr es seht. Auf jeden Fall, ja, nehme ich mein Essen auf jeden Fall viel aufmerksamer und bewusster wahr. Und ja, das sind die kleinen Dinge, die einen glücklich machen. Denkt dran, nicht die Glücklichen sind dankbar, sondern die Dankbaren sind glücklich. Es ist eine Übung und Glück ist eine Entscheidung. Ich hab gesündigt. Oh Mann, ey. Oh, dieses Fastenbrechen. Ich glaube, das war wirklich das allerhärteste. Ja, der allerhärteste Moment von allen anderen Tagen, wo ich gedetoxt habe. Also auch diese Preparation-Phase mit Zucker und Getreide rauscutten. Das war auch noch challenging. Bis zum Saftfasten, die 8 Tage nicht zu essen, war trotzdem nicht so hart wie Fastenbrechen. Also dieser Moment, wo ich einmal was im Mund hatte, also die Heidelbeere und die Kirsche. Es war wie, als hätte sich ein Knopf umgeschaltet und ab dem Moment hatte ich so Verlangen nach mehr und die Cravings haben wieder angefangen und ich war so, fuck, nein, so Fastenbrechen ist so, ja, wichtig, es richtig zu machen, zumindest, ja, so wie die uns es auch erklärt haben, wie es ja am besten für den Darm ist, dass man halt erstmal Mono isst, also 1, 2 Früchte, danach auf Raw, also Raw Veggies, dann vieles, was gut für den Darm ist, also fermentiertes, Miso-Suppe, ja, und sowas in Richtung und dann langsam zu einem bewussteren Leben und Essen. Und ich hab gerade so gesündigt. Oh mein Gott. Also erstens mal, heute ist Tag 8 und ich sollte heute eigentlich nur Heidelbeere und Kirschen essen. Und ich habe auf einmal den Hunger von all den letzten 8 Tagen auf einmal gespürt. So, aber so richtig 200%. Also, ne, erste Mal ging noch, weil da hatte ich irgendwie erstmal Verlangen gehabt nach Porridge und ja, meine Früchte, Nüsse, Proteinpulver. Also eigentlich richtig schlecht. Wir sollen ja eigentlich nichts essen, was processed ist. Zumindest die ersten Tage. Und ja, da dachte ich so, am Anfang dachte ich, okay, ich gönne mir mal ein Porridge jetzt. Also
Ich habe auf einmal so Hunger gehabt und dann habe ich gegessen. Und ich habe den ganzen Teller leer gegessen. Und dann fingen diese Cravings noch mal krasser an. Und dann war irgendwas in meinem Körper, irgendwelche Signale rausgesendet. Ich glaube, mein Körper hat sich so gedacht, boah, jetzt oder nie, bevor die Olle sich wieder denkt, 8 Tage nichts essen. Auf jeden Fall habe ich auf einmal so Hunger gehabt, noch mehr, nach mehr. Ich wollte mehr essen, nach was Richtigem. Ich wollte was Richtiges essen, was Warmes. So Curry mit Veggies. Und ich lag die ganze Zeit so im Bett. Ich habe auch richtig, also auch nach den Heidelbeeren und Kirschen habe ich auch echt lange überlegt, ob ich ein Porridge essen soll. Und dann habe ich es halt gemacht. Danach habe ich auch nochmal lange überlegt. Und ich dachte mir, scheiße, ey, es soll jetzt nicht umsonst gewesen sein. Diese 8 Tage Fasten. Ich kann jetzt nicht einfach schwach werden. Aber Alter, das Gefühl war so intens. Ich konnte nur noch an Essen denken und ich hatte so Hunger. Also mein Magen hat richtig geknurrt und ich dachte mir, ich will einfach nur essen. Und dann habe ich mir gedacht, fuck it. Mann, eigentlich sollten wir gar nicht rausgehen. Wir sollten eigentlich noch eher selber kochen und zubereiten. Ich hatte nichts da. Ich dachte, ich halte es durch, aber ich bin dann eben raus. Beim Vietnamesen hat mir ein Thai Curry gegönnt. Richtig schlecht. Ich bin kein Vorbild, Leute. Aber, also ich kann nur sagen, ey, ich bin echt froh, dass ich nicht so streng mit mir selber bin, das Leben nicht zu ernst nehme, weil ich glaube, sonst hätte ich mich echt krass so gejudged dafür. Aber ganz ehrlich, das Leben ist da, um zu genießen und Spaß zu haben. Und ja, ich bin mega into solche Themen. Also ich liebe es, ja, mein Bewusstsein zu erweitern und neue Dinge ausprobieren, an meine Grenzen zu gehen, um zu schauen, was mein Potenzial ist. Und dieser Detox war 100% wert, weil ich jetzt genau weiß, wie ich halt, ja, die nächsten Male in so einen Detox reingehe, was die Vorbereitung ist, was die Nachbereitung ist. Ähm, Worauf ich achten darf. Und deswegen, auch wenn es jetzt beim ersten Mal, sage ich mal, ein bisschen kleiner Fail war, mit meinen Cravings am Ende, beim Fastenbrechen, weiß ich einmal, wie ich es nächstes Mal besser mache. Und ja, im Endeffekt, ich genieße einfach das Leben und aber natürlich alles in Maßen. Ne? Also immer noch so, dass ich ja, das beste oder größte Potenzial aus mir in meinem Leben heraushole. Und ja, ich sehe es jetzt nicht als Fehlschlag, es ist halt ein Learning. Ich will es auf jeden Fall nächstes Mal besser machen. Auf jeden Fall mich nochmal mit dem Thema befassen. Ich glaube auch mein Warum war nicht stark genug. Also deren Begründung, Fastenbrechen oder was mir im Kopf hängen geblieben war, damit man den Magen nicht überlastet. Und dieser Grund war nicht stark genug für mich, weil ich die Überzeugung habe, dass mein Darm mega, mega gut funktioniert und halt fast alles aushält. Und ich glaube, ich brauche halt einfach einen stärkeren Grund, warum ich beim Fastenbrechen zum Beispiel nur 1, 2 Früchte esse und dann langsam halt auf Raw gehe und danach ja bewusster esse. Aber ich glaube, weil meine Überzeugung halt eben so stark ist, dass wie ich aktuell esse, nicht so schlimm ist und dass ich es auch gar nicht ändern will. Ähm, Deswegen habe ich das Fastenbrechen dann auch nicht durchgezogen. Ja, aber mein anderes Warum, dass ich diese fucking Parasiten und Darmplaque aus meinem Darm herausholen will, war so stark, dass ich halt 8 Tage gefastet habe. Deswegen, ihr seht, wie wichtig es ist, ein starkes Warum zu haben. Und genau, beim nächsten Mal werde ich auf jeden Fall mir alle Punkte aufschreiben, warum ich richtig Fasten brechen sollte. Mal schauen, wie es dann wird. Auf jeden Fall eine sehr, sehr, sehr spannende, interessante Erfahrung. Und alleine, dass ich 8 Tage nichts gegessen habe und trotzdem so gut funktioniert habe, darauf kann ich schon stolz sein. Auch trotz des Endes jetzt. Wer diesen Detox starten möchte, um seine Ernährung komplett umzustellen, was tatsächlich die meisten in der Gruppe vorhatten, braucht man auf jeden Fall eine starke Willenskraft und ein starkes Warum.
Meins war nicht stark genug. Beziehungsweise wollte ich ja eh nicht meine Ernährung umstellen, sondern einfach mal eine komplette Reinigung von innen machen. Und deswegen sehe ich es als Erfolg, auch trotz des Fails am Ende. Und möchte am Ende des Videos gerne nochmal zu meinen Beobachtungen kommen. Ich finde es sehr, sehr spannend, was sich bei mir verändert hat während des Fastens oder während des Detox. Ich habe ja viel, viel mehr gemacht als nur Saftfasten. Aber das war ja das Hauptthema dieses Videos. Und ja, was ich beobachtet habe, ich schabe ja jeden Morgen seit eigentlich schon ein paar Jahren meine Zunge und habe gemerkt, dass während ich gefastet habe, auf jeden Fall viel, viel weniger Belag. Es kann sein, dass es daran liegt, weil ich halt nicht mehr so viel esse und halt sich auch nicht mehr so viel auf meiner Zunge dementsprechend ablagern kann. Aber auf jeden Fall war fast kaum Belag mehr auf meiner Zunge, was ich sehr positiv wahrgenommen habe. Meine Haut kann ich echt, ist es so ein Auf und Ab gewesen. Es ist erstmal viel, viel schlechter geworden. Dadurch, dass ich ja diese Detox-Effekte habe, dann ist es viel besser geworden. Und dann war es so ein bisschen wellenartig. Deswegen habe ich da keine 100%ige Referenz bezüglich meiner Haut. Was ich aber gemerkt habe, ist auf jeden Fall, dass ich weniger Achselgeruch hatte, beziehungsweise gar nicht mehr. Also ich habe gar nicht mehr gerochen. Ich habe mich sehr clean gefühlt, sehr, sehr sauber von innen wie von außen. Ich habe wirklich das Gefühl gehabt, dass meine Haare besser geworden sind. Ich habe normalerweise das Problem, dass oben immer fettig ist. Also meine Haare, ich habe halt asiatische Struktur. Oben ist immer fettig, unten ist dann durch die Färbung dann sehr trocken. Und ich hatte wirklich das Gefühl gehabt, dass ja, in diesen 8 Tagen, wo ich gefastet habe, meine Haare, die sind viel, viel geschmeidiger geworden. Und die fetten nicht mehr so schnell. Und ja, das ist auch ein sehr, sehr positiver Aspekt meiner Meinung nach. Und ja, was ich noch gemerkt habe, was tatsächlich mein Highlight war, ist, dass ich wirklich gespürt habe, dass ich nicht mehr so kontrolliert bin von meinen Emotionen während dieser 8 Tage, dass ich ja extrem in mir geruht bin und sehr, sehr viel die Zeit mit mir alleine genossen habe und gar nicht das Verlangen irgendwie hatte, ja, immer mit anderen auszugehen oder jemanden in meiner Nähe zu haben, weil ich bin ja schon ein sehr berührungsbedürftiger Mensch. Nicht mit jedem, aber mit den Menschen, die ich halt liebe, umarme ich und kuschel ich auch gerne. Und das habe ich gemerkt, dass es so in meinem Alltag, dass ich das halt auch richtig dieses Gefühl habe, dass ich das brauche, so, weil es mir halt sehr, sehr viel Energie und Liebe und alles aktiviert. Und in diesen 8 Tagen war es wirklich so, dass ich nicht mal einmal irgendwie das Bedürfnis hatte oder ja, dieses Verlangen, dass ich jemanden um mich herum brauche. Und das fand ich auch sehr, sehr positiv, weil ich ja die Zeit mit mir nochmal auf einem ganz anderen Level genießen konnte. Also davor habe ich mir natürlich auch bewusst Zeit für mich genommen und Me-Times gehabt, aber es war viel, viel geringer. Und ja, ich war wirklich während dieser Fastenzeit sehr in mir geruht und habe nicht das Gefühl gehabt, dass ich irgendwas gebraucht habe, sondern wirklich, ich habe mich einfach so leicht und in Fülle gefühlt und dass alles da ist und alles, wie es ist gut. Und das habe ich ja sehr, sehr, sehr stark gefühlt während der Fastenzeit. Und ja, ist auf jeden Fall auch ein sehr, sehr positiver Punkt für mich. Dementsprechend hatte ich natürlich auch sehr stark gespürt, dass ich viel klarer bin in meinen Gedanken, eben weil ich nicht mehr so von meinen Emotionen überwältigt werde oder das Gefühl habe, von meinen Emotionen kontrolliert zu werden. 2 Nachteile gibt es jedoch in meinen Augen. Für manche ist es vielleicht ein Vorteil. Ich habe aber enorm viel abgenommen und ich bin ein Mensch, der sehr, sehr schwer zunimmt. Auf jeden Fall meine Bubis und mein Buddy sind auf jeden Fall in Urlaub gefahren, habe die auch nicht mehr wiedergefunden. Und ja, da habe ich auf jeden Fall gemerkt, dass ich das nicht so toll finde, dass ich halt so abgemagert in dem Sinne werde. Ich habe sehr, sehr schnell abgenommen. Aber dennoch ist Gesundheit Priorität 1, deswegen ist für mich ja diese optische Erscheinung nebensächlich. Dennoch war es für mich halt, gehört zu einem Minuspunkt für mich.
Ja, was Fasten betrifft. Der zweite Nachteil war, dass man, ja, am Anfang meiner Detox-Zeit hatte ich das Gefühl gehabt, ich kann mich sehr, sehr schwer in dieser Zeit integrieren, in Gruppen, einfach, ja, weil man halt oft irgendwie dann doch essen geht und ja, es ist einfach schwierig, sich da zu integrieren, hatte ich das Gefühl gehabt. Ist aber auch eigentlich in dem Sinne nicht so schlimm, weil du ja sowieso in dieser Zeit eher für dich Zeit verbringen sollst und ja, deine Self-Care, Self-Love-Routine nochmal aufs nächste Level bringen darfst. Ansonsten fand ich es tatsächlich im Großen und Ganzen die Erfahrung 100% wert. Ich werde es jetzt auf jeden Fall regelmäßig in mein Leben implementieren und kann es jedem nur ans Herzen legen, auch komplett mal einen Detox zu machen. In der Beschreibung habe ich meinen Detox verlinkt, wo ich den gemacht habe. Ich kann ihn vom Herzen empfehlen, es mindestens mal einmal begleitet gemacht zu haben, weil es halt eben nicht nur Saftfasten und Einlauf war, sondern viel, viel mehr. Ansonsten ist aber Fasten generell sehr, sehr, sehr gesund. Also da könnt ihr in dem Sinne, wenn ihr nur fastet, nicht viel falsch machen. Aber wenn ihr wirklich das Ziel habt, wie ich, komplett zu entleeren, zu detoxen von außen wie von innen und Darmplaque und Parasiten rauszubekommen, dann empfehle ich euch auf jeden Fall, eine erfahrene Person an die Hand zu nehmen. Und falls ihr die anderen Teile noch nicht euch angeschaut habt, empfehle ich euch, diese auch euch anzuschauen. Und ansonsten wird es noch einige weitere Erfahrungsberichte geben auf meinem Kanal. Wenn ihr mich sympathisch findet, freue ich mich über ein Abonnement, einen Daumen nach oben, einen Kommentar. Und ansonsten sehen wir uns das nächste Mal. Fühlt euch gedrückt und bis zum nächsten Mal. Bye, bye.